Ja, wir sind angekommen im Priwall und Auri hat hier ein kleines Stück Weide bekommen. Es gibt ja auch Pferde, die sind aber ein bisschen weiter weg, aber Auri chillt und findet es cool, dass ich hier im Zelt neben mir bin. Ja, und ich sitze hier in meinem Zelt und habe mir ein Bierchen mitgenommen und läute den ersten Abend ein von unserer 1000 Kilometer Tour. Und bin so froh, dass es endlich losgeht. Und bin auch happy, dass Auri so gechillt ist. Alles hat gut geklappt. Das Wetter soll mitspielen, wenigstens die erste Woche. Und ja, schauen wir mal, was die Tage so bringen. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Das ist mit das Schönste am Norden im Mai. Der Raps blüht. Und hier in Mecklenburg, Nordwestmecklenburg haben wir hier. Da haben wir es so ein bisschen leicht wellig, wie in der holsteinischen Schweiz. Und ja, es duftet für mich schon fast ein bisschen zu intensiv. Aber es ist optisch eben wirklich total irre. So gelb bis zum Horizont. Die zweite Brücke, wobei Brücken sind heute nicht so die Herausforderung, sondern, komm, ach, ja, guck mal, siehst du, sondern eher so Off-Grid-Abschnitte, die uns dann voll ins Dickicht führen. Ja, ich führe dich noch mal ein Stückchen. Ja, und hier seht ihr mal, wie das dann auf der App aussieht. Hier musste ich mich durch die Büsche schlagen, den Weg suchen und habe dann meine Regenjacke verloren, war dann nochmal zurück und habe dann ja, die Regenjacke wieder aufgesammelt, nochmal wieder im Busch, daher diese große Bogen. Und das Ganze hat mich natürlich auch ein bisschen gestresst und gerade in der Situation brauchte ich eben alle Hände und konnte auch nicht filmen. Nichtsdestotrotz sind mir für den ersten Tag leider ein paar Filmaufnahmen flöten gegangen, weil die GoPro gezickt hat. Mein zweiter Tag hat angefangen. Es ist 9 Uhr, wir sind gerade gestartet, haben jetzt auf Hinweis unserer Unterkunftsgeberin, der Sabine, die mich super aufgenommen hat. Also Auri ist bestens versorgt gewesen. Ich habe ein Gästezimmer gekriegt, richtig mega Essen. Das war super. Ja, und die hat mir erzählt, die Förster hier sind doch, oder der Förster speziell hier, findet das mit den Reitern nicht so krass oder klasse. Und in Mecklenburg ist es ja verboten, durch den Wald zu reiten, es sei denn auf öffentlichen Wegen. Und der Parallelweg, den ich mir ausgesucht habe, der gehört definitiv nicht zu den öffentlichen Wegen. Da ist auch eine Absperrung vorne, daran kann man das gut erkennen. Und deshalb bin ich jetzt hier unterwegs. Ja, Kopfsteinpflasterweg ist vielleicht 1 Kilometer länger als die andere Tour, aber das ist okay. Und gestern war super krass. Ich glaube, da berichte ich nachher in der Pause nochmal, wenn ich das nicht gestern schon zum Teil gemacht habe. Auch so krass, dass ich nicht alles aufgenommen habe, weil wir uns da durch die Büsche schlagen mussten und ich ein bisschen angenervt war. Und dann habe ich keine Lust zu filmen. Aber letztendlich ist alles gut gegangen. Klamotten sind okay gewesen. Gestern gab es noch mal einen kleinen Schreck in der Abendstunde. Auri hat sich wohl irgendwie in Brennnesseln oder so gewälzt. Sie hat auf einmal ganz viele Nubbeln auf einer Seite, auch in der Sattellage. Und ich habe schon gedacht, ach du Schreck. Aber es war heute Morgen Gott sei Dank alles weg. Ja, und jetzt geht's hier auf diesem Weg erstmal weiter. So schöne Wege. Grün. Wieder schön Raps am Start hier. Aber leider sehr hart und auch so ein bisschen steinig. Das heißt, zurzeit eigentlich eher so ein bisschen Schrittwege. Obwohl Auri, glaube ich, jetzt auch ganz gerne mal ein bisschen Tempo machen würde. Wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Na, wollen wir hier nochmal? Das sieht doch hübsch aus. Ja, Pausenzeit mit viel Wind.
aber eine schöne Bank hier, wo ich mein Essen kochen kann. Und Auri hat super Futter hier. Das ist ganz glücklich. Und was ist passiert? Also ich habe gestern schon das Franzenteil von Auri verloren. Mir ist das eine Stativ kaputt gegangen. Und die Jacke hatte ich verloren, da bin ich zurück, habe sie wieder. Das Handy ist mir runtergefallen, habe ich verloren, das habe ich auch wieder. Und heute fängt der Tag genauso an. Ich habe irgendwo meine Regenjacke verloren und richtig weit weg. Das heißt, es lohnt sich nicht zurückzufahren. Jetzt stehe ich ohne Regenjacke da. Katastrophe eigentlich. Es ist Samstag. Ich werde jetzt mal googeln in Zarrentin, ob es da irgendeinen Laden gibt, der Samstagnachmittag aufhat, wo ich sowas kaufen kann. Oder ich muss irgendjemanden vor Aldi oder Lidl anhauen, dass der für mich da reingeht und guckt, ob die sowas gerade auf dem Grabbeltisch liegen haben. Also die Tour fängt an, das habe ich in meinen ganzen anderen Touren noch nicht gehabt. Also ich habe schon mal auch beim Wandern mal was verloren oder vergessen, aber hier echt Katastrophe. Ja, wir sind geflüchtet aus dem Wald raus und vom See weg, weil wir sind so von Mücken belagert worden. Also es war Wahnsinn. Die sind aufgeflogen und haben sich auf Auri gestürzt. Auf mich Gott sei Dank nicht so. Das Pferd roch besser. Und ich musste, ja, meine Säge, die hat heute, ja, glaube ich, schon fast ihre Schärfe verloren, so viel wie ich gesägt habe. Weil ein Weg, der war komplett mit Ästen zu. Also alle 50 Meter musste ich wieder die Säge zücken. Und jetzt sind wir einfach hier auf dem Radweg, der hat einen breiten Grasstreifen und zur Autoseite schöne Hecke. Und jetzt schlendern wir hier entspannt und genießen die keine Mücken und den einfach zu gehenden Weg. So kann das auch manchmal gehen. Ja, heute sind wir mal in so einem ganz großen Laufstall. Und Auri ist hier aber ganz zufrieden, weil einmal hat sie Pferdegesellschaft und dann werde ich hier direkt nebenan heute schlafen. Und das gefällt ihr natürlich auch immer, wenn alle ihre Leute quasi bei ihr sind. Stroh schmeckt zur Abwechslung auch mal. Ja, das war hier mal, glaube ich, ganz nett. Wirtshaus zum Trakehner Hof. Und wenn man hier um die Ecke geht, dann ist da auch noch ein Steakhouse. Jetzt direkt hinter der Sonne, aber alles leer jetzt. Keiner mehr da. Das heißt, ich muss heute auf mein normales Essen zurückgreifen. Typennudeln. Unsere zweite Autobahnüberquerung. Es ist Sonntagmorgen und es ist sehr ruhig. Und auch auf der Autobahn fahren nur so ein paar vereinzelte Autos, keine LKWs. Ja, guten Morgen vom dritten Tag. Auch das gehört mal dazu. Wir sind jetzt gestartet und sind 2 Kilometer unterwegs und mussten über die Autobahn. Und da mussten wir eben ja, an einem Radweg längs. Und jetzt haben wir hier noch so ein Industriegebiet, das wir queren müssen, bevor wir dann wieder in der Natur sind. Aber da heute Sonntag ist, ist es hier vergleichsweise ruhig. Nur so ein paar LKWs. Und ja, Auri, die hat sich, warte mal Auri, ich weiß gar nicht, ob man das da sehen kann, eine kleine Macke geholt. Ah ne, da ist es gar nicht. Warte, da ist es. Heute Nacht, weil sie mit den Zaungästen, also mit den Pferden, die in dem Boxenlaufstall neben ihr waren, ein bisschen Ärger gemacht hat. Und demzufolge habe ich auch schlecht geschlafen, weil Auri hat gequietscht, an hinten im Stall haben noch andere gequietscht. Dann gibt es da einen Asthmatiker, der hat beständig tief gehustet. Oh, meine Güte. Ich hatte ganz vergessen, wie unerquicklich das ist, im Stall zu schlafen. Das kannte ich noch von früher, wenn die Stuten gefohlt haben oder eben auch auf Wanderritt mal. Aber wenn der Stall klein ist, macht das nicht so viel. Aber hier waren so 10 bis 15 Pferde im Stall und die machen natürlich Geräuschkulisse. So, endlich im Wald angelangt. 4 Kilometer Straße heute Morgen.
bis wir hier sind. Und ja, es ist ein bisschen schotterig und geht bergan. Das heißt, ich führe jetzt noch ein kleines Stück und dann sitze ich auf und dann wird hoffentlich losgetrabt. Heute haben wir eine lange Strecke und da habe ich mir gedacht, alles was Schritt ist, führe ich und Trab und Galopp schwinge ich mich dann aufs Pferd. Ist es nicht herrlich idyllisch hier? Oh, ich liebe das, wenn die Buchen so frisch grün sind und dann so ein kleiner Hohlweg hier. Mega. Jetzt wollte ich meine Drohne starten, weil hier so ein tolles Rapsfeld ist. Und ich sitze jetzt hier, deshalb sieht man es nicht so. Aber wenn man nach hinten guckt, da ist auch so eine schöne Kulisse. Und jetzt funktioniert die App nicht mehr. Ja, jetzt muss ich mal sehen, wie ich das Problem löse. Die Vögel singen. Auri ist total munter. Wir haben jetzt eben schon ein paar richtig gute Galoppstrecken hinter uns. Sie galoppiert richtig locker voran. Und das, wo wir jetzt 2 Tage zusammen fast 80 Kilometer geritten sind. Und ja, Auri ist guter Dinge. Sie ist so schnell in den Wanderreitmodus gekommen. Und eben durfte sie schön fressen, während ich Drohnenprobleme versucht habe zu lösen. Ja, alles gut. Auf jeden Fall schaut euch mal hier die schöne Geschichte hier an. So super. Prost, Kaffee. Pausenzeit bei unserer langen Tour heute mit 48 Kilometer. Ich hoffe, es werden nicht mehr. Bis jetzt klappt es ganz gut vom Weg her. Teilweise war es ein bisschen asphaltlastig, aber kein Verkehr, ein schöner Alleeweg, so eine kleine Alleestraße. Eigentlich war die ganz schön. Ja, Halbzeit ist jetzt ungefähr, es ist 12:30 und ja, ich hoffe, wir haben jetzt 25 Kilometer hinter uns und ich hoffe, dass wir den Nachmittag auch noch gut bewältigen können. Ja, ihr seht hier so einen schönen Damm und das sieht sehr idyllisch aus, aber leider ist das für Reiter gesperrt. Das heißt, ich führe jetzt, weil ich keine andere Alternative habe. Und wir haben heute diese lange Strecke mit fast 50 Kilometern. Und da kann ich jetzt nicht noch irgendwie einen riesen Umweg suchen. Das ja, macht mein Pferd nicht mit. Deshalb poche ich jetzt darauf, dass man bei diesem Reiten-Verboten-Schild dann zwar nicht reiten darf, aber eben führen. Und das tue ich jetzt und hoffe, dass das dann okay ist. Da ist die Auri. Vor uns auf dem Weg läuft ein Fuchs. Der hat uns noch nicht bemerkt. Jetzt sieht er sich um und denkt sich, ach du Scheiße, und schnell weg. Das ist auch spannend. Die Kühe hier haben Wachesel, glaube ich. Weil hier sind bestimmt Wölfe. Das ist schon mal ein gutes Training für die Fähre. Boah, das wackelt aber hier. Echt unheimlich, weil diese Matten auch noch so in Schwingung gekommen sind. Oh, aber alles gut gegangen. Oh, ich hasse sowas. Auri, was sagst du dazu? Bei dir sagst du, ist alles gut, ne?
das mit den Eisen geht. Perfekt. Du bist eine fleißige Maus. Super. Wir wollten noch mal gucken, ob wir in die Elbe können, aber es ist zu matschig da. Und jetzt darf Auri hier ein bisschen futtern. Und da hinten oben am Hügel sind wir heute Abend. Jetzt sind aber noch ziemlich viele Leute. Na komm, Auri. Ich habe gedacht, ich gehe mit Auri jetzt mal hier hin. Dann kann sie hier noch ein bisschen fressen. Ist es nicht idyllisch? Einfach zu schön. Dann kann ich auch gleich von heute Abend oder von heute vom Tag erzählen. Es war anstrengend, tierisch warm, viele Mücken wieder, aber Auri war super motiviert, ist viel an schönen Wegen getrabt. Am Anfang hatten wir eine Strecke von fast 6 Kilometer in so einer alten Allee, eben auf der Straße. Das war suboptimal, aber eigentlich auch nicht schlecht. Und danach hatten wir noch mal wieder ein paar richtig schöne Wege heute. Die Fähre hat sie ganz gut gemeistert. Sie war ein bisschen aufgeregt, deshalb konnte ich auch nicht so viel filmen. Das fand sie sehr merkwürdig, dass wir auf einmal, ohne dass sie was getan hat, übers Wasser gingen. Und ja, jetzt sind wir hier in so einem Imbiss, der auch kleine Paddocks für Pferde hat. Auri hängt extrem an mir, das heißt, ich kann sie keinen Schritt alleine lassen, noch nicht mal aufs Klo gehen. Blöd. Und ich muss nachher mal gucken, wenn alle Leute weg sind, wie wir uns da breit machen. Auf jeden Fall hatte ich jetzt einen leckeren Burger, habe mir 2 Bier geholt und hoffe, dass wir gleich eine angenehme Nacht hier haben werden, ohne viele Mücken. Es geht weiter im nächsten Video ab Tag 3 und da sind wir in Niedersachsen unterwegs und die Geschichte des Verlierens geht auch weiter.